Accenture gehört als Beratungsfirma zwar nicht zu den Big Four oder Big Three, ist aber trotzdem eines der größten Beratungshäuser der Welt. Wir blicken auf ihre Marktposition, auf ihre Kennzahlen, die Risiken und auf die Prognose für den Beratungsmarkt. Vielen Dank an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klicke unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Der globale Beratungsmarkt hat zuletzt etwas unter der Pandemie gelitten. Auch für Beratungsfirmen war die Pandemie ein kleiner Einschnitt in viele Geschäftsbereiche, nachdem es im Markt im Vorfeld konstant bergauf ging. Von 112 Milliarden Dollar Marktgröße im Jahr 2012 wuchs der Markt bis 2019 auf 160 Milliarden Dollar an. Danach ging es zurück in 2020 auf 132 Milliarden. Immerhin ein Rückgang um beinahe 18%. Das Hauptgeschehen im Beratungssektor findet in den USA statt. 2019 wurden alleine hier mehr als 70 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Im Vereinigten Königreich und Deutschland waren es gerade mal jeweils 10 Milliarden. Wo das Hauptgeschäft von Accenture stattfindet, das sehen wir uns im nächsten Kapitel an. 2018 schätzte Gartner die Marktanteile im Beratungsmarkt ein. Deloitte lag damals demnach mit 10,9% Marktanteil vorne, vor PwC, EY und KPMG. Accenture lag hier auf Platz 5 mit einem Marktanteil von 5,5%. Der Markt ist daher sehr stark fragmentiert. Das bedeutet, dass Accenture in einigen Feldern, wie zum Beispiel dem Bankensektor oder in der Beratung vom Beschaffungsmarkt, als absolute Marktmacht im Bereich der Beratung und dem Outsourcing gilt. Generell konzentrieren sich unterschiedliche Beratungsgesellschaften eben auch auf unterschiedliche Branchen, was sicherlich auch für den Wettbewerb insgesamt gut ist. Vault veröffentlichte 2021 ein Ranking der größten Beratungsunternehmen nach Prestige. Dabei führte McKinsey vor der Boston Consulting Group und Bain & Company. Accenture kam hier auf Platz 7. Auffällig ist, dass mit Deloitte das erste Unternehmen aus den Big Four nur auf Platz 4 liegt. Die Big Four, also Deloitte, PwC, EY und KPMG, sind vor allem für ihre Wirtschaftsprüfungsaktivitäten bekannt. Der Beratungsmarkt an sich ist aber natürlich wesentlich größer und gegebenenfalls sind die Mandate zur Wirtschaftsprüfung nicht zwangsläufig prestigefördernd, was auch mit dem einen oder anderen Skandal aus der Vergangenheit zu tun haben könnte. Stattdessen führen genau genommen also die Big Three, das sind McKinsey, die Boston Consulting Group und Bain, die eben vor allem in der Managementberatung tätig sind. Der Kampf um die besten Köpfe beginnt bereits mit der Akquisition von Bachelor- und Master-Absolventen oder eben in den USA äquivalenten Studienformen. Dabei zahlt das Beratungshaus Alvarez & Marsal das größte Basisgehalt, während Gord & Company zwar ein geringes Basisgehalt zahlt, jedoch sehr große Bonuszahlungen für Berufseinsteiger anbietet. Accenture ordnet sich hier zwischen PwC und McKinsey ein, wobei sie ein minimal geringeres Basisgehalt anbieten. In der Marktposition vergebe ich insgesamt sehr gute 4 von 5 Sterne. Accenture ist in einem sehr stark umkämpften und mächtigen Markt unterwegs und ist dabei auf Augenhöhe mit den größten Beratungsunternehmen der Welt. Sie besitzen ein ordentliches Prestige-Ranking und seit Jahren eine gute Marktposition. In den Kennzahlen schauen wir dann gleich nochmal etwas genauer auf die Umsatzvergleiche zwischen diesen Beratungsfirmen. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes zwischendurch immer wieder für gute Laune. Im Umsatz konnte Accenture seit 2015 konstant wachsen. Vor allem im Jahr 2021 konnten sie ein starkes Wachstum von 44 Milliarden Dollar auf 50,5 Milliarden Dollar an den Tag legen. Auch 2020 konnte mit einer Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen werden. Die Analysten prognostizieren für 2022 und 2023 ein enormes Wachstum. 2023 soll Accenture 67,6 Milliarden Dollar an Umsatz erwirtschaften. Das käme einer Umsatzsteigerung gegenüber 2021 von 33% gleich, was die enormen Erwartungen an das Unternehmen widerspiegelt. Den Großteil ihres Umsatzes erwirtschaften sie in Nordamerika. Hier stieg der Umsatz von 2019 von 20 Milliarden Dollar bis 2023 auf 23,7 Milliarden Dollar an. Auch in Europa konnte Accenture, nachdem es 2020 etwas zurückging, 2021 kräftig zulegen. Die restlichen Regionen sind hier als Wachstumsmärkte gekennzeichnet und auch hier konnte Accenture durchgängig wachsen. Im Grunde besitzt Accenture 2 Business Lines.
eins: die Sparte Consulting, also die Beratung, und die Sparte Outsourcing. Wir sehen, dass das Umsatzwachstum in der Consulting-Sparte wesentlich volatiler ist, aber dass der Umsatz hier seit jeher auch leicht größer ist. Im Bereich Outsourcing konnten sie seit 2016 jedoch sehr stark wachsen. Die Umsatzverteilung nach Operating Groups, also Unternehmensbereichen, zeigt uns, dass der meiste Umsatz in der Sparte Products erwirtschaftet wird. Bis auf den Bereich Resources konnte jeder Bereich zudem in den letzten Jahren stark wachsen, vor allem im Jahr 2021. Mit Accenture Products and Platforms bieten sie diverse Cloud- und AI-Plattformen für unterschiedlichste Industriebereiche an und diese Ausrichtung konnte insgesamt das Wachstum stark fördern. Das schlägt sich auch im EBIT, also dem operativen Gewinn vor Abzug von Zinsen und Steuern, nieder. Hier konnten sie in 2020 6,5 Milliarden Dollar erzielen, 2021 waren es dann schon 7,6 Milliarden. 2023 soll das EBIT den Prognosen der Analysten zufolge bei über 10 Milliarden Dollar liegen. Das käme einer Verdopplung im Vergleich zu 2017 gleich. Das Wachstum im EBIT wird dabei maßgeblich durch gesteigerte Umsätze erzielt, denn die EBIT-Marge soll bis 2023 den Analysten zufolge äußerst konstant bei 15% liegen. Auch über die letzten Jahre war die EBIT-Marge schon sehr konstant. Positiv ist, dass die Fremdkapitalquote zuletzt auf ca. 50% gesunken ist. Auch in dieser Kennzahl schneidet Accenture gut ab. Die starken Umsätze und Prognosen haben aber bereits seit längerem den Aktienkurs von Accenture steigen lassen, sodass das KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, 2021 bei über 35 lag. Aktuell liegt das KGV immer noch bei ca. 30, trotz einer kleineren Kurskorrektur zuletzt. Das starke Kurswachstum der Aktie hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Dividendenrendite, die von mehr als 2% in 2015 auf ca. 1% im Jahr 2021 gesunken ist. Einen enormen Zuwachs erlebte die Bilanzsumme von Accenture, die zusätzlich zu den steigenden Umsätzen und Gewinnen ein Indiz für ein starkes Wachstum bei Accenture in Form von Vermögenswerten ist. 2021 investierte Accenture enorm viel Geld auch in Werbung, verhältnismäßig. Mehr als 170 Millionen Dollar gaben sie aus, im Vorjahr waren es gerade einmal 60 Millionen. Auch diese Entwicklung zeigt, wie offensiv das Unternehmen eben Wachstum anstrebt. Die Zahl der Mitarbeiter bei Accenture wurde zudem auf über 600.000 aufgestockt, 2020 waren es noch 500.000. Das ist schon eine enorme Größe und deutlich mehr als bei anderen Beratungsgesellschaften. Hintergrund des enormen Wachstums in der Mitarbeiterzahl und auch in der Bilanzsumme ist, dass Accenture zuletzt mehr Unternehmen hinzugekauft hat als jedes andere Unternehmen auf der Welt. Mindestens 65 Übernahmen hat Accenture alleine 2019 und 2020 verkündet. Das ergaben Recherchen von Bloomberg. Im Schnitt übernahm Accenture damit also alle 1,5 Wochen ein anderes Unternehmen. Sie haben also schon im Vorfeld der Corona-Pandemie und dann auch während der Pandemie die Gunst der Stunde möglicherweise genutzt, um verschiedene Firmen zu übernehmen. Das erklärt eben auch das enorme Wachstum in allen Segmenten. Im Umsatzvergleich zu den Big Four schneidet Accenture daher hervorragend ab. Klar, sie sind natürlich auch von der Mitarbeiteranzahl klar vorne. Generell konkurrieren sie in ihrem Kerngeschäft schon fast eher mit Private Equity Unternehmen, wenn man so viele Firmen übernimmt, sodass eine direkte Benchmark hier eigentlich schwierig wird. Für die Kennzahlen vergebe ich ebenfalls sehr gute 4 von 5 Sterne. Das schon bisher gezeigte Wachstum und das hohe KGV, damit verbunden eben auch die enormen Erwartungen der Analysten, schränken die Bewertung hier etwas ein. Da die Aktie, um stark weiterhin im Kurs wachsen zu können, diese Erwartungen erst einmal übertreffen müsste, was natürlich nicht unmöglich ist, aber eben eine Herausforderung, sodass es aus meiner Sicht hier vor allem Geduld braucht. Die Aktie ist eben bei weitem kein Geheimtipp. Und damit sind wir bei den Risiken von Accenture. Das erste Risiko liegt in der Marge. Etwas erstaunlich vielleicht, zwar konnte Accenture im Umsatz stark wachsen, vor allem eben auch durch die große Menge an Übernahmen. Die Analysten prognostizieren eine konstante Marge und eben ein gutes Wachstum insgesamt im Umsatz und EBIT. Übernahmen bergen natürlich aber auch das Risiko, dass die Margen auch kurz- und mittelfristig etwas unter Druck geraten können. Gleichzeitig besteht hier aber eben auch die Chance, dass durch erfolgreiche Übernahmen die Margen gesteigert werden können. Daher habe ich hier die Schadenshöhe mit 6 eingestuft, für den Fall eben, dass ihre Margen sogar sinken oder sich eben nicht verbessern, bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 50%. Sollten sie ihre Margen allerdings verbessern können, könnte das aber bisher noch nicht in den Prognosen der Analysten eingepreist sein und dann eben zu einem Kursanstieg führen. Das zweite Risiko liegt aus meiner Sicht im hart umkämpften Markt selbst. Im Beratungsmarkt gibt es zum einen dermaßen viele Nischen und Spezialisierungen und eine große Anzahl an Konkurrenten. Hier gibt es nicht immer einen klaren Marktführer. Des Weiteren existieren fundamentale und neue digitale Herausforderungen, für deren Bewältigung nur wenige Spezialisten im Markt verfügbar sind, um die Beratungsfirmen dann gegenseitig konkurrieren. Ich sehe die Schadenshöhe hier bei 6 und die Eintrittswahrscheinlichkeit sogar bei 60%. Die starke Expansion durch Übernahmen
von Accenture zeigt letztendlich auch, dass es ihnen nicht nur um die Übernahme von erfolgreichen Geschäftsmodellen und Firmen geht, sondern eben auch darum, Know-how und Skills einzukaufen. Insofern sind sie hier eigentlich auf dem richtigen Weg, um diesem Risiko zu begegnen, wenngleich dieses Vorgehen natürlich auch kapitalintensiv ist und natürlich eben auch Risiken birgt, wie das erste zum Beispiel. Das dritte Risiko liegt aus meiner Sicht in schwerwiegenden Image-Schäden. Hier sehe ich zwar generell eine Schadenshöhe von 9, aber bei Accenture selbst nur eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 20%, denn die größten Image-Schäden haben vor allem die Gesellschaften erlitten, die auch in der Wirtschaftsprüfung maßgeblich tätig sind. Insgesamt vergebe ich in den Risiken 3,5 von 5 Sterne. Es bleibt spannend, inwiefern sich die expansive Strategie von Accenture auf ihre Kennzahlen in Zukunft auswirken wird. Hier stehen den Risiken nämlich auch große Chancen gegenüber, die sie auch selbst beeinflussen können, sodass ich die Kategorie Risiken insgesamt eher positiv bewerte, wenngleich man natürlich diese Risiken nicht unterschätzen sollte. Ein Erfahrungsbericht eines ehemaligen Angestellten von Accenture spiegelt zwei aus meiner Sicht wesentliche Punkte wider. Obwohl das Gehalt sowohl mit den Big Four und den Big Three, also den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und den Management-Beratungsklicken, konkurrenzfähig ist, zeichnen andere Dinge Accenture zusätzlich aus. Zum einen sind sie besonders international aufgestellt und besitzen weltweit eine sehr große Anzahl an verschiedenen Kunden in unterschiedlichen Sektoren und damit sind sie eben ein Vorreiter im Beratungssektor und sie hätten zudem eine bessere Unternehmenskultur als viele andere Beratungsfirmen. Solche Erfahrungsberichte sind natürlich extrem subjektiv und sollte man nicht überbewerten, aber derartige Berichte findet man öfter zu Accenture im Internet. All das sind wichtige Punkte im bereits erwähnten Kampf um die besten Köpfe und Mitarbeiter. In einer Umfrage zum Thema, was die größten Herausforderungen für Beratungsfirmen aktuell sind, liegt das notwendige Erwerben von neuen Skills, also auch in Form von neuen Mitarbeitern, ganz vorne. Der erhöhte Wettbewerb und die Talentknappheit folgen dahinter. Auch die Kundennachfrage hätte sich in den vergangenen Jahren verändert und die Konkurrenten, die es am Markt neu gibt, werden zudem auch immer größer. Also der bereits in den Risiken erwähnte Punkt ist für die Zukunft extrem wichtig. Generell wird ein zunehmend starkes Wachstum in 2022 und 2023 im Bereich der IT-Dienstleistungsausgaben weltweit prognostiziert. Darunter kann man auch Beratungsdienstleistungen im IT-Bereich sehen, wohingegen es bis 2020 noch relativ konstant zuging. Hier hat die Covid-19-Pandemie möglicherweise einen Schalter umgelegt und zu einer erhöhten Nachfrage geführt. Accenture mit seinem umfangreichen Cloud- und AI-Angebot sowie der großen Anzahl an Akquisitionen kann diese Nachfrage möglicherweise gut positioniert abgreifen in Zukunft. Der weltweite Outsourcing-Markt an sich stagnierte bis 2019 zwar, zumindest in den IT-Bereichen dürfte sich das Thema Cloud und damit auch eine Art IT-Outsourcing oder zumindest das Outsourcen von IT-Entwicklung möglicherweise dennoch stark entwickeln. Der Umsatz der globalen Outsourcing-Industrie konnte vor allem in Amerika seit 2017 stark wachsen. Im Asien- und Pazifikraum ist der Markt noch eher klein. Die am stärksten wachsenden Segmente, in denen der Beratungsmarkt seine Umsätze aktuell erzielt, sind der Bereich Dienstleistungen, Einzelhandel, Gesundheit, Produktion und Pharma. Alles Märkte, in denen Accenture, das haben wir eben in den Unternehmensbereichen gesehen, über seine verschiedenen Sparten eben aktiv ist. In der Prognose vergebe ich daher 4,5 von 5 Sterne. Ja, das ist wirklich sehr optimistisch geschätzt. Auch hier spielt die Einschränkung mit hinein, dass dieses Wachstum von Accenture praktisch im Kurs aktuell schon erwartet wird, wenngleich ich es ihnen persönlich aufgrund der umfangreichen Angebote und Leistungen durchaus zutraue, hier für Überraschungen zu sorgen. In der Marktposition habe ich 4 von 5 Sterne vergeben für ihre Position in einem enorm umkämpften Markt. In den Kennzahlen gab es dann ebenfalls 4 von 5 Sterne dank des starken Wachstums. Die enormen Erwartungen müssen jedoch auch berücksichtigt werden. In den Risiken staubte Accenture dann 3,5 von 5 Sterne ab, wobei in ihren Risiken auch enorme Chancen liegen, wenn sie diese ausmerzen können. In der Prognose gab es dann 4,5 von 5 Sterne, da sie sich sehr breit für die Zukunft aufgestellt haben und die letzten Jahre mit enorm vielen Übernahmen nutzen konnten, um auch den Herausforderungen im Beratungsmarkt begegnen zu können. Insgesamt ergibt das dann einen Durchschnitt von 4 Sternen. Meine Meinung, Accenture ist ein durchaus spannendes Unternehmen und ich bin sehr stark daran interessiert zu verfolgen, wie sie ihre Strategie in den kommenden Jahren umsetzen können, beziehungsweise wie stark ihre Strategie auch aufgeht. Natürlich besteht die Chance, dass sie ihre gute Ausgangsposition nutzen, um weiterhin stark zu wachsen. Dennoch besitze ich keine Accenture-Aktien und ich werde auch keine Aktien in Zukunft kaufen, zumindest nicht in naher Zukunft. Die Aktie ist aus meiner Sicht zwar ganz fair, aber ambitioniert bewertet, selbst wenn die Chance besteht,
besteht, dass sie die Erwartungen der Analysten übertreffen, was ich ihnen ehrlich gesagt wirklich zutraue, so sind trotzdem die Erfolge zum Teil bereits in der Aktie eingepreist, was nicht bedeuten soll, dass es nicht noch weitergehen kann. In mein Portfolio, was eher auf ETFs ausgerichtet ist, passt die Aktie jedoch nicht rein, auch nicht in mein Spaßportfolio zum Zocken. Die Accenture-Aktie ist beispielsweise im iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF mit aktuell 2,65% gewichtet, besitzt also ein gutes Momentum, kann man daran schon mal erkennen, und ist eben in diesem ETF dabei. Sie ist ebenfalls Teil des iShares MSCI World Information Technology Sector ETF mit mehr als 3% Gewichtung. Das zeigt eben auch ihre große IT-Nähe. Auch der iShares S&P 500 Information Technology Sector ETF enthält Accenture-Anteile sowie der First Trust Nasdaq Cyber Security ETF. Weitere ETFs, und da gibt es noch einige, die die Accenture-Aktie enthalten, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Viele von euch werden Accenture also bereits über den einen oder anderen ETF in ihrem Depot indirekt gewichtet haben. Was haltet ihr von der Accenture-Aktie? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Meine Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktie bzw. welchen ETF ich in der kommenden Woche analysieren soll. Wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, macht es gut.